Und jetzt begrüße ich ganz herzlich bei mir im Studio Jackson Janes, Präsident vom American Institute for Contemporary German Studies. Herzlich willkommen. Aus der amerikanischen Perspektive, wir haben ja gerade unseren Korrespondenten Ulf Röller gehört. Was erwartet man in den Vereinigten Staaten von diesem Besuch? Wie wichtig sind die Europäer dort zur Stunde bei all den innenpolitischen Diskussionen, die Donald Trump ohne Frage auch hat? Es kommt darauf an, welche Themen angesprochen werden. In Handelspolitik ist natürlich sehr wichtig. In NATO-Angelegenheiten ist es sehr wichtig, Europa. Die Frage ist natürlich, inwieweit Trump Europa sieht oder einzelne Länder, England, Frankreich erst recht jetzt und Deutschland auch dazu. Insofern, ich glaube, die Erwartungen mussten eigentlich mäßig bleiben. Dann jemand sagte vorhin, Macron könnte eigentlich ein Trump-Flüsterer sein. Es gab viele und die sind nicht mehr da. Insofern ist es etwas volatil nochmal, bis wir wissen, was aus diesen Begegnung und diese Freundschaft rauskommt. Aber in diesem sensiblen Konstrukt rund um diese, ja, sagen wir mal, sehr spontane Präsidentin, also jeden Tag kann die Agenda wechseln. Wie sind da die Erwartungshaltungen im politischen Washington an die europäischen Partner? Hofft man, das, was man selbst nicht in der Lage ist zu tun, aus Europa einzuwirken auf den Präsidenten? Stichwort Iran. Stichwort Paris, Kolz, Stichwort Handelspolitik. Ja, die Europäer handeln in manchen Hinsichten als Europäer und gerade im Hinblick auf Handelspolitik. Daher ist es wichtig, dass was Macron jetzt sagt, eigentlich im Namen von Europa ist, nicht nur von Frankreich. Ich weiß nicht genau, ob der Präsident selbst das so sieht. Das werden wir erst mal sehen müssen. Jetzt hatte ich ja auch mit Ulf Röller schon besprochen, dass Macron ja eigentlich für mehr Europa steht, weniger Nationalstaaterei. Das kann ja an Donald Trump nicht vorbeigegangen sein. Das heißt, warum setzt er trotzdem so viel Hoffnung oder empfindet so viel Sympathie für Emmanuel Macron? Ja, weil der Macron eine wunderschöne Inszenierung gemacht hat vor einem Jahr in Paris. Und das war eine der wenigen. Also Sie sagen ernsthaft, das ist so bei ihm verfestigt, dass das der Grund ist, warum er ihm jetzt sozusagen das Gegenprogramm bietet? Ja, ich meine, in gewisser Weise hat Macron eigentlich ihm was geboten, hat die Hand ausgestreckt, hat gesagt, also du bist mein Freund. Dieser ganz starke Handdruck damals, das hat er übrigens bei Frau Merkel nicht gemacht. Und insofern steht das ziemlich einzigartig da momentan. Frau May in England ist etwas abgeschnitten von dem Bild momentan. Er ist anspruchsvoll, der Macron. Er möchte gern der nächste, sagen wir mal, leitende Stimme in Europa sein. Und so sieht das Trump. Und ich glaube, er möchte das fördern. Und das nutzt auch Macron bei sich zu Hause. Das sind beide sehr egoistische Figuren. Und die haben möglicherweise hier eine Plattform gefunden, wo sie das gegenseitig da verstärken können. Oder sie meinen das. Blicken wir nochmal auf die Themen Iran und der Handelsstreit. Paris, selbstverständlich, das Klimaabkommen ist auch noch eins. Aber vor allem die beiden erstgenannten Themen stehen ja im Vordergrund. Wie ist die innenpolitische Lage beim Thema Iran? Kann er da auf wirklich außerhalb auch der Republikanischen Partei auf weitgehende Rückendeckung hoffen? Ja. Und zwar, ich glaube, jeder geht davon aus, dass er Ende der Zeit, also in einem Monat, sagt, also wir machen nicht mehr mit. Macron kann sagen, ich weiß, da gibt es Lücken, wir müssen was korrigieren, aber nicht das Kind mit dem Badewasser auszuschütten. Das wird das Gespräch sein im Momentan. Aber ich glaube schon, dass das ein Reibungsfleck ersten Ranges ist und bleibt. Und hat er da die uneingeschränkte Rückendeckung auch des Kongresses, also in jeder Hinsicht? Die Mehrheit schon. Die Republikaner stehen dazu. Und, weil der Iran generell so ein Reizthema ist? Exakt. Oder jetzt ganz... Okay. Genau. Das hat er eben dann bei der Auftritten mit Macron gesagt. Macron ist jetzt dabei, das zu federn, wenn er kann. Aber er gibt zu, wir haben Probleme, wir müssen die lösen. Und das gefällt eigentlich dann Trump, dass er sagt, eben, wir könnten gemeinsam vielleicht was verbessern. Aber innenpolitisch, ich bin, glaube ich, dann ziemlich überzeugt, dass er das machen muss, dass er sagt, wir machen nicht mehr mit. Ich glaube, ich sehe keine andere Möglichkeit momentan. Das Iran-Abkommen wurde ja von Barack Obama als Meilenstein gefeiert. Genau. Wenn die Amerikaner jetzt aussteigen mit möglichen Konsequenzen. Mit welchem Kalkül fährt Trump diese Politik? Weil es bei Nordkorea scheinbar so erfolgreich war, Härte zu zeigen? Oder was ist sein Kalkül dahinter? Sein Kalkulation ist, dass er eigentlich dann einen Druck ausüben kann auf den anderen, die mitgemacht haben mit diesem Vertrag, P+1.
Und ich glaube, das ist dann sein Kalkül, dass er sagt, ich kann die forcieren, gegen Iran etwas härterer umzugehen, mit Sanktionen, die nach wie vor bleiben. Das ist sagen wir mal, ein Wurf. Mal sehen, ob es dann ihm gelingt. Aber viele Leute sagen, dass die Europäer werden dabei der Stange halten, Frankreich auch. Und wie das ausgelöst werden kann, wie das irgendwie... Die Frage, reicht das dem Iran? Aber das ist natürlich ein Thema für sich. Aber ich glaube, dass die Europäer werden ganz schön schwer daran halten wollen. Und wo eigentlich ein gemeinsamer Nenner da entsteht, das ist natürlich eine große Frage. Blicken wir auf die Handelspolitik. Auch da, Ulf Röller hat angesprochen, dass mögliche Denke, ein neues Handelsabkommen, ein gänzlich anderes Handelsabkommen. Aber wie könnte das aussehen? Wird das in den Vereinigten Staaten tatsächlich auch diskutiert, beispielsweise im Kongress? Da ist man ja in großer Sorge ob der Handelspolitik. Ja, das ist natürlich dann so, dass er damit droht, wieder in 10 Tagen das nochmal aufzuhängen. Ich glaube, das wird verlängert. Aber ich glaube, es könnte was entstehen, vielleicht eine andere Gestaltung von TTIP. Erinnern wir uns, das T steht auch für Trump, nicht nur transatlantisch. Und insofern könnte man vielleicht versuchen, ihn anzueignen als Stakeholder, um zu sagen, wir können doch besser miteinander umgehen. Aber wie gesagt, das ist natürlich abhängig von der Brückenschlag. Und Macron legt das Fundament dazu, wahrscheinlich jetzt in Washington. TTIP war ja noch gar nicht so weit, dass man überhaupt über eine Ratifizierung oder eine Unterzeichnung oder etwaiges hätte denken können. Man war ja noch mitten in den sehr schwierigen Verhandlungen. TPP war eigentlich fertig und Trump hat quasi als mit erste Amtshandlung, nachdem er ins Weiße Haus eingezogen ist, das sofort gestoppt. Die anderen haben gesagt, wir machen es trotzdem. Jetzt hören wir aus dem Weißen Haus, dass die Denke oder beziehungsweise eine mögliche Strategie sein könnte, doch wieder dahin zurückzukehren. A, warum? Und B, ist das wirklich realistisch für jemanden, der immer so kategorisch bei seiner Meinung bleibt? Ja, warum? Weil er dann eine ganze Menge Gegenwind bekommen hat. Ja, aber den kriegt er ja in anderen Politikfeldern auch. Ja, also das ist ja jetzt nicht wirklich für ihn ein Argument. Aber Moment mal, wir haben Wahlen im November. Und da muss er natürlich gucken, ob dann diejenigen Bundesländer, die eventuell daran leiden, mit diesem Tarif gegen China, vielleicht doch irgendwie hinten rausschießen. Also das Problem ist aber ein Kalkül bei ihm, dass er sagt, ich drohe und dann verhandle ich. Also deswegen sage ich noch mal bei den Europäern, was er jetzt angibt, ja, vielleicht steigen wir doch mal ein, ist was dann auch in Europa möglich. Aber die Frage ist, kann man eventuell das verstehen, was für eine Strategie das ist, weil das ist sehr volatil. Und dann sage ich noch mal, jemand, der meint, er ist der Trump-Flüsterer, sollte verdammt gut aufpassen. Welches Interesse, oder sagen wir mal, drehen wir es mal andersrum, warum hat Trump so entschieden gesagt, er will bei TPP aussteigen? War das, um einfach nach den Wahlen klipp und klar zu sagen, das ist meine Politik, das ist das, was ich versprochen habe? Und da war die Beratung noch schlecht, oder hat er jetzt im Nachhinein festgestellt, dass das strategisch doch nicht so gut war? Weil gleichzeitig schielt er ja bei den Strafzöllen 1:1 in Richtung China. Ja, es ist zum Teil auch, weil die Unausgewogenheit ist eine klare Sache. Das ist nichts zu bestreiten. Aber mittlerweile hat er irgendeine andere Verhandlung angefangen mit Nordkorea. Dazu braucht er China. Also da kommt noch ein Ball im Spiel. Insofern, der Mann ist eigentlich daran gewöhnt, zu handeln in dem Moment. Und ich glaube, im Prinzip ist er durchaus denkbar, dass er auch tatsächlich diese Nordkorea-Verhandlungen durchzieht. Aber dazu braucht er China. Und da kann er nicht unbedingt dann China unendlich ärgern. Er braucht irgendwie ein Gesprächsthema. Und zweitens, ich glaube, er kriegt, sage ich noch mal, etwas Gegenwind mit diesen Verhandlungen mit China, diese Sanktionen. Dann die amerikanische, chinesische Wirtschaftsverflechtungen sind sehr weit und sehr tief. Und insofern muss er dann aufpassen, dass er nicht irgendwelche Wählerschaften auch dann in Gefahr bringt. Besonders viel Gegenwind bekam er auch aus großen Teilen seiner eigenen Partei, auch wahrscheinlich mit Hinblick auf die Novemberwahlen, was die Strafzölle anging, die ja vor allen Dingen auch in Richtung Europa, vor allen Dingen auch in Richtung Deutschland natürlich gezielt hat. Wie ist da der Stand? Wie verläuft da die Diskussion in Washington? Es gab natürlich eine ganze Menge Organisationen
organisierte Gegen-Lobbyismus in Amerika, nicht nur von den deutschen Firmen, die damit eventuell belastet hätte werden können, sondern von den Gouverneuren von den Bundesländern, wo BMW ist, wo Daimler ist, wo Siemens ist, wo eine ganze Menge Firmen Tausende von Amerikanern anstellen, jeden Tag. Und auch die Zuliefererbetriebe, die amerikanischen Zuliefererbetriebe für auch die dazu. Deutschen. Und ich glaube, insofern war ein gewisser Weckruf von deren Seiten zu sagen, hey, wir brauchen eigentlich diese Präsenz von deutschem Investment. Und insofern, ich glaube, das war der Sinn von Merkels Besuch letztes Jahr, das nochmal zu betonen. Das wird sie bestimmt auch machen am Freitag. Insofern, ich glaube, ihm irgendwie klarzumachen, dass eine Interdependenz besteht und kein Nullsummenspiel, daran ist er gehörend, ist die große Aufgabe. Welche Rolle spielt dabei jetzt inzwischen, jetzt ist sie ja gut, ich glaube 4 oder 6 Wochen im Amt, nicht im Amt, sondern in Kraft, die Steuerreform. Die Impulse sind zunächst mal ja positiv für die amerikanische Wirtschaft. Etliche Unternehmen, die großen Play, Apple und so weiter, verlagern ja inzwischen wieder zurück in die Vereinigten Staaten. Ist das was mit Langzeitwirkung? Es ist abhängig von Sektor zu Sektor. Ich glaube nicht, dass man damit versprechen kann, dass die Leute in den Kohlenbereich von Kentucky und West Virginia wieder mal Arbeitsstellen bekommen. Es ist tatsächlich die Frage, wie unausgewogen die Wirtschaft geworden ist. Viele sind Gewinner, aber viele sind Verlierer. Und er hat dann dazu beigetragen, dass die Leute glauben, dass ein Trickle-Down, wie man das so schön sagt, passiert. Aber das ist noch längst nicht klar. Das hat nie eigentlich in der Vergangenheit funktioniert. Insofern, das ist natürlich nicht ein Zufall, dass das jetzt gemacht worden ist, auch mit dem Auge auf November. Reden wir noch kurz über den November. Es galt zu Beginn seiner Amtszeit eigentlich als ausgeschlossen, dass die Republikaner aus der Konstellation, dass sie nur 1/3 des Senats, aber unheimlich viele Demokraten zur Wiederwahl stehen, dass sie den Senat oder das Repräsentantenhaus verlieren könnten. Jetzt, ein Jahr später, ist die Sorge extrem groß. Wie sind die letzten Zahlen? Wie ist so, ich sag mal, die Stimmung gerade? Also die Tendenzen sagen momentan, dass die Demokraten eine bessere Chance haben, das Haus zu gewinnen. Knapp. In dem Senat ist es etwas mehr auf der Kippe. Aber die Tatsache, dass es so Die Mehrheit ist zwar extrem dünn für die Republikaner, aber durch das System, dass nur 1/3 wiedergewählt wird, ist es wahnsinnig schwierig für die Demokraten, dieses Mal sozusagen. Schwieriger in dem Senat als mit dem Haus, weil da brauchten sie 24 Sitze zu gewinnen. Und das ist erreichbar. Bloß die Frage ist, es ist eine Menge Zeit bis November. Und wer weiß, was da zwischendurch passiert.